Hallo und willkommen auf meinem Kanal Dill Design. Ich mache heute nochmal einen Nachtrag zu dem letzten Video vom vergangenen Montag. Und zwar geht es diesmal nicht um die Pinselspitze speichern, sondern wie kann man Pinseleinstellungen speichern. Und das gibt es heute in diesem Video. Im letzten Video habe ich euch erzählt, wie man Pinselspitzen speichert, bin aber nicht näher darauf eingegangen, die Einstellung zu speichern. Euch in dem Sinne erstmal nicht überfordern wollte. Das machen wir dann in diesem Video, holen wir das heute mal nach. Und zwar kann man ja die Pinselspitze einstellen. Ihr sucht euch eure Pinselspitze, die ihr euch meinetwegen erstellt habt oder irgendeine andere. Ich habe jetzt mal diesen Punkt genommen als Beispiel. Ich mache diesen Punkt mal etwas kleiner. Wenn ich jetzt hier den lang fahre, ergibt es immer eine Linie. Wenn ich jetzt hier einen Punkt setze, die Umschalttaste festhalte, dann ziehe ich eine gerade Linie. Wie kann ich den Pinsel einstellen? Das mache ich jetzt mal rückgängig hier. Wir haben hier die Möglichkeit, über dieses Pinselsymbol hier oben, haben wir die Möglichkeit natürlich die Form des Pinsels einzustellen. Wir haben hier die Größeneinstellung. Ich werde den Pinsel mal etwas größer machen, damit wir das sehen. Und da haben wir im Endeffekt einfach nur einen Punkt. Wenn ich jetzt den Winkel verändere, passiert nichts, weil wenn ich einen Ball oder im Winkel verändere, bleibt es ja immer weiterhin noch ein Ball. Wenn ich die Rundheit aber verändere, dann seht ihr, was hier passiert. Dann kann ich das nämlich einmal so, dann wird das nämlich eine Ellipse. Und wenn ich jetzt den Winkel verändere, dann kann ich das senkrecht hinstellen lassen. Die Härte kann ich hier einstellen, damit das etwas weich wird. Sieht dann so aus. Und ich kann den Abstand einstellen, wie ich den Pinsel haben mag. Dazu werde ich den mal etwas kleiner machen, damit man das besser sehen kann. Wenn ich jetzt hier lang fahre, dann sieht man, was da passiert. Den Abstand kann ich natürlich vergrößern, wie ich möchte und so weiter. Ich kann die Spitzendynamik einstellen. Ich kann den Größenjitter einstellen. Das heißt, dass es unterschiedlich große Striche sind. Das war jetzt einmal nochmal draufklicken. So, da ist es ungefähr so wie eine Soundwave, sieht das dann halt aus. Ich kann den Mindestdurchmesser von diesen unterschiedlichen Strichen einstellen, wie ich das gerne möchte. Ich kann natürlich den Winkel einstellen, dann sieht das halt so aus wie ein Mikado, was umfällt, oder ein Stacheldrahtzaun. Ich kann die Rundheit hier so ein bisschen verändern. Und ich kann die Rundheit im Gesamten so ein bisschen ändern. Das ist dann immer so eine Sache, wie man das gerne haben möchte. Dann kommen wir mal hier zur Streuung. Da gehe ich mal ein bisschen weiter rüber. Die Streuung kann ich natürlich, ihr seht immer, was ihr da gerade in dem Moment macht. Und ich kann das hier so weiter ausfahren. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, das seht ihr, dass das nicht mehr in einer Linie, sondern dass das verstreut verteilt über das ganze gesamte Blatt. Ich kann das hier über das gesamte Blatt machen, wenn ich das möchte. Muss man mal darauf achten, dass man die Maus dann beim ersten Ansetzen nicht verruckelt. Wenn ich die Maus beim ersten Ansetzen verruckle, eventuell einen Schritt nach oben gehe und dann die Umschalttaste und dann gerade rüber will, dann funktioniert das nicht. Da muss man dann mal aufpassen, dass es funktioniert. Wir haben gesehen, dass es dann größentechnisch sich verändert und ich kann hier die Anzahl der Striche hier dann auf diesen Verteilung kann ich dann sehen. Einmal draufklicken. Je höher ich die Anzahl mache, desto voller wird dann das Blatt.
Hier kann man auch einstellen. Mal zurück, dass man hier was sieht. Hier haben wir die Farbdynamik, können wir hier einstellen. Den Hintergrund, ihr seht, hier wird das dann schön schwarz-weiß. Dann kann man hier so ein Grau oder ein Schwarz-Weiß-Ton, so eine gewisse Tiefe darstellen. Dann haben wir den Farbtonshitter, dann kommen hier verschiedene Farben zum Vorschein, beziehungsweise der Farbunterschied zwischen dem Schwarz und dem Weiß wird größer. Jetzt bei der Sättigung, da können wir dann verschiedene Farben einstellen. Seht ihr, es wird farbig. Und den Helligkeitsjitter, da kann ich dann die Farben natürlich auch ein bisschen mehr Kontrast geben. Das sind jetzt die gesamten Einstellungen, die ich hier gemacht habe. Ich werde das alles mal wieder entfernen und werde mir eine neue Ebene erstellen. Das regle ich alles wieder mal zurück, beziehungsweise kann hier den Haken auch rausnehmen und ich sage mal jetzt nur, die Größe stelle ich mir ein, den Winkel, Rundheit stelle ich mir wieder auf 100%, die Härte stelle ich mir auch mal auf 100% ein, den Abstand lasse ich jetzt mal so. Ich stelle mir die Streuung noch ein und zwar mache ich das jetzt mal so. Die Anzahl nehme ich mal ein bisschen runter, dass es nicht ganz so verrückt aussieht. So, also ich stelle mir für Sie verschiedene Sachen ein. Jetzt kann das auch losgehen. Ich mache das hier mal zu. Und wenn ich jetzt hier einmal ansetze, egal ob mit Shift-Taste oder nicht, dann kann ich das hier so gestalten. Wenn mir das jetzt gefällt und ich diese Vorgabe immer öfters verwenden will, muss ich natürlich immer darauf achten, dass ich genau diese Einstellung genauso wieder hinbekomme, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Entweder man schreibt sich das auf oder man macht einen Screenshot davon, von den ganzen Einstellungen, die man hier gemacht hat. Oder man kann sich diese Einstellung natürlich auch abspeichern. Das funktioniert genau hier oben drüber über diesen kleinen Pinsel, der hier ganz links angezeigt ist. Dann gehen wir hier nämlich auf diesen kleinen Pfeil drauf und neu festlegen. Und wenn wir jetzt wieder drauf gehen, das sehen wir Brush. Und wenn man an rechts draufklickt, dann kann man den Namen ändern. Ich sage jetzt mal Punkte verteilt. Einmal OK. Und wir sehen jetzt hier Punkte verteilt. Dann einmal wieder hier draufklicken. Dann exportieren wir das als TPL. Wir exportieren das als TPL. Im Falle eines Falles, wenn ihr euren Rechner bereinigt bzw. ihr die Browserversion benutzt, ist diese Punkte verteilt, ist das hier natürlich wieder weg. Ja, um das wieder laden zu können, dann exportieren wir das als TPL. TPL steht für Template. Template haben wir ja gelernt. Template ist etwas Vorgegebenes, was man im Nachhinein noch verändern kann. Wir speichern das hier. Punkte verteilt. Das als TPL-Datei natürlich. Speichern. Das dauert dann einen kleinen Moment. Und wenn ich das jetzt hier entferne, ich werde das hier auch einmal rechts draufklicken, löschen. Und jetzt ist das natürlich weg. Ich nehme jetzt mal einen anderen Pinsel, mache hier jetzt eine Ellipse drauf. Und jetzt möchte ich zum Beispiel diese Punkte drauf haben. Warum auch immer. Einmal auf diesen Pfeil gehen, TPL laden. Dann geht euer Ordner auf, wo das drin gespeichert ist. Und hier einmal Punkte verteilt
oder den Namen, den ihr gegeben habt. Einmal OK klicken. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, einmal da draufklicken, dann sehen wir hier, dann springt das sofort zum Punkt um. Und wenn wir jetzt hier wieder rüberfahren, ist genau diese Einstellung, ist genau das, was wir eingestellt haben, wieder vorhanden. Das ist im Endeffekt das hier oben links mit der Pinseleinstellungen speichern. Kann man natürlich verschiedene Sachen sich hier auflisten lassen, wenn verschiedene Sachen gespeichert sind. Und da kann man in den Einstellungen praktisch hin und her speichern. Da muss man sich nicht mal mehr einen Pinsel raussuchen, jetzt zum Beispiel den Punkt und dann hier oben reingehen, sondern man geht automatisch, ich zeige es nochmal, ich nehme hier mal den Strich, das sehen wir hier. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, Punkte verteilen, sehen wir hier oben, dass sofort der Punkt hinspringt. Und da braucht man dann nicht mal mehr auf die Pinselvorgaben gehen. Und so wird das dann in dem Sinne alles gespeichert. Das war's. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich wünsche dabei viel Spaß. Winke, winke. Bis zum nächsten Video. Euer Frank.